Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien. Abkopplung von Gold setzt sich fort. Disclaimer: Abkopplung der Goldaktien von Gold und Silber setzt sich fort. Ende der Tax-Loss Selling Season unterstützt Anstieg. Gold und Silber legen eine kleine Pause ein. Während die großen Minenunternehmen diesen Trend mitgehen, koppeln sich immer mehr kleine Juniorunternehmen ab und zeigen spontane Ausbrüche aus ihren monatelangen Tiefs. So haben wir schon öfters beschrieben und es gibt kaum Zweifel an der Richtigkeit unserer Beobachtung, dass Juniorminen den Weg aus der Talsohle vollziehen. Der Bullenmarkt ist immer noch sehr jung und versteckt, sodass er kaum wahrgenommen wird. Aber solche Gelegenheit sind es, die den großen Erfolg ermöglichen, wenn man bei solchen einmaligen Tiefs von 1, 2 oder 3 Cent einsteigen kann und sich der Bulle weiter nach oben kämpft und auch diese Penny Stocks teilweise sogar in den Dollarbereich und mit nach oben zieht. Ja, man sieht es hier. Hier innerhalb von einem Monat, von November bis Dezember, diese Aktie 0,0375 einfach auf 0,11. Verdreifacht. Was meinen Sie, wie lange Sie warten müssen, bis sich Silber und Gold verdreifacht? Das gibt es eben nur bei diesen Penny-Gold-Aktienstocks in dieser Situation. Natürlich greift man nicht genau zum Tiefpunkt zu. Es ist schwer, auch die richtige zu verkaufen. Aber wenn man prinzipiell bei dieser Art von Aktien dabei ist, das gut verteilt, mehrere Goldaktien mit großen Ressourcen kauft, Sie sehen dann diese Resultate natürlich bei wesentlich höherem Geld für sich. Wenn Gold über 2000 ist oder 2300, 2400, wie viele erwarten. Und aktuell konnten wir in den Medien lesen, dass Gold nächstes Jahr 3000 oder 4000 steigt. Das ist übrigens dann im Grunde genommen, wenn sich das verfestigt, wenn die Leute sagen, steigt auf 5 oder 10.000, irgendwann vielleicht im nächsten Jahr, wissen wir, dass wir unser Goldaktienausstiegssignal haben. Aber da sind wir noch lange nicht. Wir müssen erstmal über 2000 kommen, aber die Penny Stocks steigen fleißig mit in dieser Art und Weise und es gibt einfach ungeheuer viele Nachzügler, die ähnliche Entwicklungen noch vor sich haben. Weiter unterstützen ist die steuerliche Abverkauf, die sogenannte Tax Selling Season, die, wie Sie auf der rechten Seite hier sehen, jetzt im Dezember angeschlossen ist. Traditionell, das ist der durchschnittliche Wert. Und im Januar und Februar sollte das vorbei sein und das auch unterstützt enorme steigende Gold- und Silberaktienkurse. Goldprojektgenerator Neufundland, Eric Sprott ist investiert. Ja, die haben insgesamt 5 Projekte. Ihr Flagship ist das Moosehead-Projekt. Äh, Die sprechen davon, dass es das nächste Fosterville in Neufundland ist. Riesige Bohrergebnisse, also enorm starke Bohrergebnisse, 44,96 Gramm pro Tonne. Bis 500 hatte ich jetzt auch gelesen auf diesem Gebiet. Dann haben sie das Fleur-le-Lys-Projekt, 480 Quadratkilometer. Es wird angenommen, dass das ein geologisches Äquivalent zum Dalarian-Gürtel ist, in der nördlichen UK-Kaledonien gibt. Also das heißt, vor ein paar hundert Millionen Jahren war das ein Gebiet, Neufundland, Irland und Schottland, und man glaubt, eine ähnliche Struktur zu finden. Das Ganze ist angrenzend an aktuelle Goldproduktion in Neufundland, in sehr attraktiven Gebiete. Ähm, Dann haben sie das Joint Venture von Kepenkek, 15.000 Hektar. Und dort hat man bis zu 2,45 Gramm pro Tonne gefunden. Und auch noch das JV Golden Hope Projekt mit 78.000 Hektar, extrem unerforscht trotz bekannter Goldvorkommen. Weiterhin gab es dort auch noch einige hochgradige Lithium-Entdeckungen. Übrigens die erste Neufundland mit bis zu 1,76 Gramm Prozent Lithium. Dann noch das GV Grey River mit 8.100 Hektar, hat eine große Ähnlichkeit zu der hochgradigen Pogo-Goldmine innerhalb des Titina Tintina-Goldgürtels in Alaska und Yukon. 3 verschiedene Goldzonen haben sie, einschließlich einer hochgradigen Abschnitt von über 10,5 Gramm pro Tonne, über 1,80 Meter und 50 Gramm pro Tonne über 0,35 Meter. Ja, hier nochmal ein Blick vielleicht auf die Landkarte. Sie befinden sich also im nördlichen Mittel hier die Unternehmen, eben auch in der Nähe hochgradiger Goldminen. Charttechnisch sieht es auch gut aus. Sie hatte schon mal einen enormen Spike
gehabt. Der ist eigentlich zurückgekommen, aber wir sind stabilisiert auf einem höheren Niveau. Und von hier sollte schnell das Allzeitziel bei höheren Goldpreisen erreicht werden. Und natürlich, wenn es höher geht, dementsprechend auch in den Mehrdollarbereich. Da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Aber jedenfalls, das sage ich mal, ist eine Aktie mit mittlerem Risiko. Eric Sprott ist investiert. Ja, ist im Prinzip attraktiv. Da kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen, gerade von dieser Tiefe, wenn wir dann Gold 2000 $ erreicht haben. Sollte man sich auf alle Fälle mal anlegen, wenn man dafür Interesse hat. Ja, wie immer ist das keine Kaufempfehlung, sondern ich möchte einfach nur berichten, was für gute, attraktive Goldaktien im sicheren Rechtsgebiet vor allen Dingen mit honoriger Investmentbeteiligung es draußen gibt. Der Goldaktien-Bullenmarkt der 1970er Jahre, das ist das, was uns treibt. Wir hoffen im Prinzip auf eine Wiederholung. Damals sind eben Aktien von 5 Cent auf 19 Dollar gestiegen, von 10 Cent auf 36 Dollar. Also das heißt, aus 1000 Dollar konnte man gar nicht selten eine Viertelmillion machen. Und weil Goldaktien in einer ähnlichen Art und Weise unterbewertet sind im Verhältnis zu Gold und sogar noch viel tiefer als die damalige Situation, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir vor einer ähnlichen Situation stehen. Gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt in den Medien auch Goldpreise, Ziele von 3.000 bis 4.000 genannt worden sind für nächstes Jahr, was abzuwarten ist. Aber das macht eben solche Goldaktienmania möglich, wenn sowas erwartet wird. Und das erinnert dann doch sehr stark an die 1970er Jahre. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien zu identifizieren, nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir rechnen, wenn möglich, den Potenzialfaktor, haben auch eine Exit-Strategie dabei und Sie können auch einen Portfoliovorschlag erhalten mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles in YouTube-Anhang unten verlinkt. Ja, Einlagen von Gold und Silber. Die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft ist einfach ein gutes Tool, um sehr günstig, schnell und unkompliziert an Edelmetalle zu kommen. Das kann dann zollfreilager in der Schweiz eingelagert werden. Sie können sich sofort ausliefern lassen, wie auch immer. Und auch zwischen den Metallen hin und her switchen. Es ist einfach ein gutes Tool, wenn es vielleicht Probleme mit den normalen Edelmetallhändlern gibt, die nicht liefern können oder wollen oder es ist auch ein ziemlich nervenaufreibendes Unternehmen, dann an die Edelmetalle zu kommen. Also auch mal ganz interessant sich anzusehen. Ja, natürlich, bevor man generell immer Gold und Silber kauft, auf die Vergleichsportale wie gold.de gehen. Ansonsten, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz? Langfristchart von Gold, Goldaktien-Gold-Ratio, Buch über Goldaktien, weitere internationale Diskussionsforen wie COCA, wo Aktien generell diskutiert werden. Bei Fragen, Zustellungsproblemen oder generell Anregungen stehe ich unter der folgenden Telefonnummer zur Verfügung oder schreiben Sie mir auch eine Mail. Sobald ich Zeit habe, melde ich mich dann bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch schöne weitere Feiertage. Würde Sie bitten, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video so gefallen hat. Die Glocke vielleicht betätigen, damit Sie über neue Videos sofort informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, wenn Ihnen das Video, wie gesagt, gefallen hat, weil das hilft dem Algorithmus, sodass das Video dann auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Also nochmal besten Dank und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.